Damals, als ich das Taxi eine Woche zur Vorführung hatte und die Landwirtin sagte dann zu mir, mein Physiotherapeut hat jetzt schon festgestellt, dass es meinem Rücken besser geht. Heute schnacke ich hier mit Hauke aus dem Vertrieb mal über das Milchtaxi. Hauke, hi. Hallo. Erzähl mal, wie lange bist du schon hier bei uns bei Holm & Laue? Etwas über 7 Jahre. Und kannst du ungefähr einschätzen, wie viele Milchtaxis du in dem Zeitraum schon verkauft hast? Ja, es müssen also echt schon über 150 sein. Tatsächlich. Und alle im Raum Schleswig-Holstein? Ja. Ja, das ist echt cool. Was gefällt dir so besonders gut an dem Milchtaxi? Also warum verkaufst du das gerne? Wir als Firma Holm & Laue sind der Landwirtschaft sehr verbunden und dieses Taxi zeichnet sich aus, dass das sehr praxisnah ist. Und vom Handling sehr gut. Und die Probleme, die aus der Landwirtschaft kommen, die versuchen wir, jedenfalls in der Kälberfütterung, dann eben umzusetzen hier mit diesem Taxi. Ja, und das ist echt super. Und was bekommst du so für ein Feedback von Kundinnen und Kunden? Also das erste Feedback, was mir so einfällt, war damals, als ich das Taxi eine Woche zur Vorführung hatte und die Landwirtin sagte dann zu mir, mein Physiotherapeut hat jetzt schon festgestellt, dass es meinem Rücken besser geht. Also das ist das, was mir als erstes einfällt. Aber es geht in die Richtung, dass es eben die Arbeitserleichterung ist. Und ja, die Leute lieben es aber auch, dass es praxisnah ist, dass es vom Handling her sehr angenehm ist. Und wir wollen, sag ich mal, Technologieführer sein. Und deswegen versuchen wir dann auch immer, dass wir den neuesten Stand der Technik, auf neuestem Stand der Technik sind. Hauke, wie ist denn deine tägliche Arbeit so? Was passiert in deinem Arbeitsalltag? Ja, mein Job ist es, dieses Milchtaxi hier an den Mann und an die Frau zu bringen. Und da machen wir im Laufe des Jahres verschiedene Aktionen. Das geht über eine Holm & Laue Tour, wo wir die Verbindung mit den Landwirten suchen. Wir haben die Norla, wo, sag ich mal, wir, glaube ich, den zweitgrößten Stand haben. Und da kommen die Landwirte und Landwirtinnen immer auf uns zu. Und das zu organisieren ist ein großer Bereich. Wir machen immer wieder Aktionen, um dann, sag ich mal, die Leute wieder hochzukommen und sagen, so Mensch, versucht doch mal oder habt ihr Interesse an einem Milchtaxi und so weiter. Und dann natürlich auf die Betriebsbesuche. Und dann mit den Landwirten über deren Probleme zu sprechen, wie wir das lösen können. Und das nebenbei, das gefällt mir besonders an diesem Taxi ist, man kann dieses Taxi kaufen als eine Rührtonne auf Rädern. Oder, und bringt das Baukastensystem mit sich, ein Taxi, was dir erzählt, was du jetzt hier gerade füttern sollst, dass sie hier sagt, wie viel Milchmenge du jetzt heute herausgeben sollst und das auch noch nachher ans Handy schicken. Ja. Das ist also die ganze Bandbreite, die können wir hier mit abdecken. Und das macht das Taxi eigentlich, finde ich, so klasse. Ja. Sag mal, Hauke, und wie läuft das dann mit der Geräteauslieferung? Macht ihr das selber? Nein, das macht eigentlich bei uns hauptsächlich der Service. Die können das auch gut. Also das ist ihr tägliches Brot und die arbeiten ja wirklich nur mit unseren Sachen, die hier zusammen und haben nur Milchtaxi oder Tränkeautomat und kennen sich damit sehr gut aus und können das dann auch professionell erklären. Wenn tatsächlich mal Not am Mann ist und die unterwegs sind, dann machen wir das auch ebenso gerne. Oder gerade da, wo mir das wichtig erscheint, dass das nochmal, wenn Sie zum ersten Mal ein Milchtaxi bekommen und ich mich mit dem Betrieb besonders auseinandergesetzt habe und da noch ein paar Sachen zu klären sind, dann machen wir das natürlich gerne auch. Außerdem ist es noch wichtig, dass wir dann auch versuchen nachzuarbeiten, also nachhaken, wie es läuft, ob es gut geht und so weiter. Ob Fragen aufgetaucht sind. Ja. Oder so. Naja, und wenn tatsächlich mal ein Problem ist, es lieben das die Landwirte, dass eben die Promptheit, mit der wir arbeiten, also wir haben hier die Möglichkeit, wir sind Produzent auch gleichzeitig, wir können sofort irgendwo ein Miettaxi hinstellen und können dann auch meistens am selben Tag das Problem lösen. Ja, super, Hauke. Vielen Dank, das war total spannend, mit dir mal zu schnacken. Ich wünsche dir weiter ganz viel Spaß. Ja, danke.